1,19 Millionen Menschen. So viele sterben jährlich weltweit im Straßenverkehr. Mein Name ist Lennart Masaczyk, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Charisma iSafe, und in diesem Video zeige ich Ihnen, wie wir adaptive Sicherheitssysteme entwickeln, die diese Zahl drastisch reduzieren können. Um diese Zahl von eben einzuordnen, habe ich zwei weitere Zahlen mitgebracht. Zum einen die Anzahl der Tötungsdelikte weltweit pro Jahr, diese liegt nicht einmal bei der Hälfte, und zum anderen die Zahl der Todesopfer im weltweiten Flugverkehr im Jahr 2024. Das waren etwa 300 Personen. Man sieht also sehr deutlich, Verkehrsunfälle sind ein enormes Problem. Entsprechend groß ist auch das Interesse, die Zahl der Verkehrstoten weiter zu reduzieren. Schauen wir uns nun diese zweite Grafik an. Hier erkennen wir zunächst einen positiven Trend. Die Zahl der Verkehrstoten ist über die letzten Jahrzehnte kontinuierlich gesunken. Die Zahlen beziehen sich hier auf Deutschland, der zugrunde liegende Trend lässt sich aber auch weltweit beobachten. Ein wichtiger Grund dafür sind gesetzliche Änderungen und technologische Fortschritte. Ein gutes Beispiel ist die Einführung der Gurtpflicht und die Entwicklung moderner Sicherheitssysteme. Gleichzeitig zeigt die Grafik aber noch etwas anderes. In den letzten Jahren stagniert dieser Trend zunehmend. Das bedeutet, um weitere Fortschritte zu erreichen, brauchen wir neue Technologiesprünge. Genau an solchen Technologien arbeiten wir hier am Charisma-Institut. Unser Ziel ist es, langfristig die sogenannte Vision Zero zu erreichen. 0 Verkehrstote im Straßenverkehr. Verkehrsunfälle sind langfristig nicht vermeidbar. Wir werden sogenannten Mischverkehr haben, also autonome Fahrzeuge und normale Fahrzeuge, die sich die Straßen teilen. Daher bleibt ein zentrales Ziel die Optimierung bestehender Rückhaltesysteme. Dazu gehören vor allem Airbags und Sicherheitsgurte. Diese Systeme stehen heute jedoch vor einer zentralen Herausforderung: ihre Adaptivität. Sie müssen mit unterschiedlichen Sitzpositionen und sehr unterschiedlichen Insassenmerkmalen umgehen können. Gerade im Kontext des autonomen Fahrens wird dieses Thema noch wichtiger, das neue Innenraumkonzepte und Sitzpositionen mit sich bringt. Zukünftig werden Insassen nicht mehr immer in einer klassischen Sitzposition sitzen. Menschen lehnen sich nach hinten, beugen sich nach vorne oder nehmen in sogenannten People Movern völlig neue Sitzhaltungen und Ausrichtungen ein, wo neue Rückhaltesysteme benötigt werden. Wie man hier in den Abbildungen sehen kann das zu deutlich erhöhten Verletzungsrisiken führen. Denn die heutigen Sicherheitssysteme sind in vielen Fällen noch nicht für diese Szenarien ausgelegt. Auch andere Faktoren spielen eine Rolle. Zum Beispiel das Alter eines Insassen oder die Körpergröße. Ältere Menschen, sehr kleine oder sehr große Personen werden von heutigen Rückhaltesystemen oft nicht optimal geschützt. Das übergeordnete Ziel unserer Forschung ist daher, ein System zu entwickeln, das basierend auf vorausschauender Sensorik und der Erkennung von Insassenpositionen und Merkmalen Sicherheitssysteme gezielt an die individuelle Belastbarkeit des Insassen anpasst. Um dieses Forschungsziel zu erreichen, unterteilen wir die gesamte Systemkette bei uns am Charisma-Institut in mehrere Arbeitsschritte. Diese orientieren sich am klassischen Sense-Plan-Act-Prinzip. Der erste Schritt ist das Sensing. Dabei betrachten wir zwei Bereiche. Zum einen das Exterieur, also die Umgebung des Fahrzeugs. Hier kommen klassische Fahrzeugsensoren zum Einsatz, zum Beispiel Radar, Kamera oder LiDAR. Diese Sensoren liefern uns Informationen über die Crash-Konstellation, also zum Beispiel, mit welcher Geschwindigkeit kommt es zu einem Aufprall und an welcher Position trifft das andere Fahrzeug auf. Der zweite Bereich ist das Interior Monitoring. Dieses Thema rückt aktuell immer stärker in den Fokus. Hier geht es darum, die Sitzhaltung des Insassen zu erfassen und gleichzeitig auch wichtige Insassenmerkmale zu bestimmen, zum Beispiel das Alter oder die Größe. Auf Basis dieser Sensordaten entwickeln wir dann ein hybrides Insassenmodell. Hybrid bedeutet, dass wir hier KI mit physikalischen Methoden kombinieren, um das Beste aus beiden Welten zu bekommen. Die Performance von KI mit der Robustheit und Erklärbarkeit von physikalischen Methoden. Das Insassenmodell hat zwei Aufgaben. Erstens prädiziert es die Bewegung des Insassen während eines Crashs, also wie bewegt sich der Körper nach vorne und wann kommt es zum Kontakt mit Rückhaltesystemen wie dem Airbag. Die zweite Aufgabe ist die Verletzungsprädiktion. Hier nutzen wir KI-basierte Methoden, um vorherzusagen, welche Belastungen in besonders kritischen Körperregionen auftreten. Das machen wir in enger Zusammenarbeit mit Medizinern, beispielsweise an der LMU oder dem Klinikum Ingolstadt. Relevante Bereiche sind beispielsweise Gehirn sowie Brust- und Rippenbereiche. Im letzten Schritt werden diese Informationen genutzt, um adaptive Rückhaltesysteme anzusteuern, zum Beispiel adaptive Airbags oder adaptive Sicherheitsgurte. Das Ziel ist es dabei, die vorhergesagten Belastungen und damit auch das Risiko schwerer Verletzungen gezielt zu reduzieren. Um diese adaptiven Rückhaltesysteme zu entwickeln, haben wir am Charisma iSafe eine große Crashhalle, wo wir unterschiedliche Unfälle fahren können. Dabei untersuchen wir dann beispielsweise die Vorverlagerung des Insassen, wie hier im Video zu sehen ist. Weiterhin bauen wir auch reale Submodelle auf, um bestimmte Körperregionen im Detail untersuchen zu können. Hier zu sehen ist ein Nackenschädel-Hirnmodell. Mit diesem Modell untersuchen wir die genaue Biomechanik des Nackens,
zum Beispiel wie sich angespannte Nackenmuskeln auf die Kinematik im Crash auswirken. Weiterhin nutzen wir dieses Modell, um Belastungen auf das Gehirn im Crashfall zu untersuchen und welchen Einfluss die Nickbewegung des Nackens auf Hirnverletzungen hat. Zuletzt nutzen wir auch sogenannte finite Elemente HBM-Simulationen. Das sind hochkomplexe Rechenmodelle, die den Insassen mit all seinen Organen abbilden und so Untersuchungen dahingehend ermöglichen, welche Verletzungen auftreten und wie schwer diese sind. Eine solche Simulation hat mit knapp 10 Stunden jedoch eine sehr lange Rechenzeit, weshalb wir sie nicht im Steuergerät des Fahrzeugs einsetzen können und sie daher als Rechenmodell für adaptive Sicherheitssysteme ungeeignet ist. Stattdessen nutzen wir sie bei der Entwicklung des Insassenmodells, beispielsweise für große Parameterstudien auf unseren Simulationsclustern oder auch zum Training der KI-Komponente des Insassenmodells. Wenn Sie mehr zu diesem Thema wissen wollen, schauen Sie gerne auf unserer Website vorbei und informieren sich über unsere Projekte. Vielen Dank fürs Zuschauen. Unsere Kompetenz aus der Region für die Region ist die Erforschung adaptiver Sicherheitssysteme.